und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Little Air und heute gehen wir die nächsten Add-ons für die Automated Arc 3.0 durch. Und zwar den Automatician Add-on und den Kitchen Add-on. Kurz vorweg möchte ich noch eine andere Frage aus dem letzten Video beantworten. Im Smithicator Top funktionieren keine S+Engramme, auch bei mir nicht. In der normalen Smithicator gehen sie sehr wohl. Man braucht hier nur S+ eingeben und sie werden einen ohne Probleme angezeigt. Auch kann ich hier alle die herinnen bauen. Das heißt, ich kann S+-Strukturen bauen, ich kann Fabrikator bauen und ich kann Gegenstände bauen, die ich normalerweise nur in einem Fabrikator bauen kann. Der einzige Unterschied, der mir auffiel, ist, wenn man mit S+ zieht, einem die gezogenen Ressourcen angezeigt werden und wenn man mit Full Resources zieht, werden sie einem nicht angezeigt, aber in beiden Fällen werden sie gezogen. Ich hoffe, damit ist die Frage von Tino beantwortet. Ansonsten gib mir einfach Bescheid und wir schauen uns das gemeinsam im Stream auf Twitch nochmal an. Nun zu den nächsten Mods. Wie gewünscht möchte ich euch die Add-ons AA Automatician und dazu AA Kitchen zeigen. In der Automatician sind der Autocrafter und der neue Anthill enthalten. Der AA Autocrafter in der Version 3.0 sieht zwar anders aus als der in der 2.0 Version, meiner Meinung nach ist er aber etwas zu groß geraten, er funktioniert aber gleich. Er macht was er soll, nur leider ist er etwas umständlich in der Bedienung. Zuerst legt man die gewünschte Ressource rein, markiert sie einmal mit der linken Maustaste und drückt dann Make Blueprint. Somit erstellt er einen nicht mehr entfernbaren Blueprint aus der Ressource. Dann braucht ihr nur mehr diesen Blueprint mit der linken Maustaste zu markieren und auf Start Auto-Pulling zu drücken. Somit zieht er alle Ressourcen, die ihr besitzt, für diesen Gegenstand. Ihr könnt es auch manuell reinlegen oder solltet ihr S+ haben, könnt ihr es natürlich auch mit S+ ziehen. Hier könnt ihr natürlich auch für die Menge ziehen, die ihr wirklich möchtet. Nun braucht ihr nur mehr aus dem Menü rauszugehen, mit E einschalten und er produziert euch die gewünschten Polymer. Dies funktioniert mit jedem Material oder Gegenstand, den ihr per Engramm oder Blueprint erstellen könnt. Nicht jedoch für organisches Polymer. Er macht daraus zwar einen Blueprint, aber da es kein Rezept dafür gibt, kann er es leider auch nicht herstellen. Aber für dieses Problem gibt es ja den Polymer Transmuter, der in der Grundmod enthalten ist. Wenn ihr den Blueprint ändern wollt, gibt es derzeit anscheinend nur einen sicheren Weg und der ist, ihn einfach aufzuheben und neu zu platzieren. Dadurch vergisst er den Blueprint. Es gibt auch die Behauptung, dass er den Blueprint bei Systemneustart vergisst. Bei mir im Singleplayer vergisst er es beim Aus- und Wiedereinsteigen. Also ich rate hier auf jeden Fall zur Vorsicht. Nun kommen wir zum Sorgenkind vom AA, dem Anthill. Er soll laut dem Modder Blitzfire so funktionieren, dass er auf den Boden gesetzt werden soll und mit Insektenschutz zu bestücken ist. Danach aktiviert er sich selbst ohne Strom und injiziert standardmäßig alle 120 Sekunden den Insektenschutz in den Boden. Hier ist er eingestellt auf 20 Sekunden. Darauf sollen Ameisen spawnen, die man töten kann und dadurch Ketin bekommt. Hier ein Tipp aus des Modders Discord Community. Man sollte ihn eingemauert aufstellen und einen oder mehrere Belzebufo dazusetzen, welche die Ameisen dann in Ruhe fressen können und auch das Zementproblem gelöst wäre. Auch die Rate, wie oft der Anthill injiziert, ist in der Game User Setting INI änderbar. Es gibt leider derzeit keine genaue Funktionsbeschreibung für ihn. Ich habe ihn im Singleplayer auf Genesis, The Island, Ragnarok und Aberration getestet, auf normalen Boden, auf Fundamenten und sogar direkt auf einem Ameisen-Spawn-Punkt. Leider hat er nicht einmal eine Ameise gespawnt. Ich hoffe, das ändert sich bald. Solltet ihr Infos dazu haben, bitte ich euch ab in die Kommis damit. Der wäre nämlich Gold wert. Nun kommen wir zum AA Kitchen Add-on. Der Spoiling Pin. Er verdirbt in angemessener Geschwindigkeit euer Fleisch, damit ihr schnell an Narkosemittel kommt. Der Eisblock ist ein Anfängerkühlschrank und in ihm halten die verderblichen Sachen etwa halb so lange wie in einem normalen Kühlschrank. Er benötigt dafür keine Zusätze oder Strom. Der Cauldron ist der Kochtopf und benötigt kein Wasser. Im Gegenteil, er liefert euch noch eines und enthält auch Rezepte und Farbengramme. Er benötigt Strom. Nun kommen wir zur Kibble Station, meinem Favorit. Sie hat den Vorteil, dass sie nur Eier für Kibbelherstellung benötigt. Und dabei ist egal, welches Ei für welches Kibbel. Ich habe hier herinnen nur Triceratops-Eier und kann alle Kibbel herstellen. Nur mit Triceratops-Eier.
Hier natürlich nicht, weil mir ein Ei fehlt, kann ich aber auch mit einem weiteren Triceratops-Ei. Ihr benötigt hier auch keine Beeren oder sonstige Zusätze. Ihr könnt auch goldene Eier herstellen und Vivernmilch. Hier haben wir einen kleinen Nanny-Ersatz, nämlich das Imprinting Kibble. Ihr füttert es einfach euren Baby-Dino und er ist 100% imprintet. Auch hier habt ihr einen Wasseranschluss, welchen ich gerne fürs Gewächshaus verwende. Der Dehydrator funktioniert mit Strom und macht aus gegrilltem Fleisch und Filet geräuchertes. Leider kann er nicht wie die Vanilla und die S Plus Räucherkammern zur Aufbewahrung anderer verderblicher Ware benutzt werden. Dafür gibt es eben den Eisblock. Der Autogrill grillt Fleisch, Fisch, Filet und er hat eine gute Frischhaltefunktion. Er benötigt Strom. Nun kommen wir zu unserer Kühl-Gefrier-Kombi, nämlich den Refrigerator und den Freezer. Der Refrigerator ist wie ein normaler Kühlschrank und der Freezer ist einfach ein Tiefkühlschrank. Ich finde nur schade, dass er nur 150 Speicherplätze hat. Und beide Teile können zur OCD-List hinzugefügt werden. Die OCD-List ist das Speichersystem von AA, was ich schon in der Hauptmod erklärt habe. Einen kleinen Nachteil hat diese Kühl-Gefrier-Kombi: man kann leider alles hineinschieben. Das heißt, der Vorteil, von dem dass nur Verderbliches reingeschoben werden kann und man nicht viel sortieren braucht, ist somit dahin. Wir sind wieder am Ende der Vorstellung angelangt. Wenn es euch gefallen hat, drückt bitte auch Gefällt mir und lasst mir ein Abo da. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.